Guten Morgen aus Napier. Es ist jetzt heute Samstag, der 15. Februar schon. Gestern habe ich nicht so viel gefilmt. Wir waren generell ein bisschen lätschert gestern. Wir haben jetzt aber auch nicht so richtig viel gemacht. Also wir waren noch in der Früh ein bisschen Rotorua unterwegs. Da sind wir auf diesem Berg mit dem Gondola hochgefahren und mit dem Kart runtergefahren. Das war richtig cool eigentlich. Und dann haben wir uns wieder auf den nächsten Ziel gemacht. Wir haben so einen Stopp bei einem Wasserfall gemacht. Eigentlich auch ganz nett war, sag ich mal, für eine Stunde. Und ja, genau, das Ziel am Ende war dann Napier, nochmal eine Stadt an der Strand, das ein relativ größerer Stadt ist. Und wir sind hier genau eigentlich zum richtigen Zeitpunkt auch angekommen, weil dieses Wochenende ist scheinbar ein relativ großes Festival in Napier, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Das ist eigentlich schon ein Wunder, dass wir ein Motelzimmer für einen relativ guten Preis bekommen haben. Es heißt das Art Deco Festival. Und der Hintergrund ist, Napier wurde 1931 relativ schwer von Erdbeben getroffen. Und dieses Art Deco Festival ist quasi eine Feier dazu, wie die Leute von Napier die Stadt wieder aufgebaut haben. Und alle laufen hier in Verkleidung rum und es ist halt Abendkleidung aus den 1920er, 1930er Jahren. Und ja, das ist relativ cool. Es ist voll der Zufall, dass wir jetzt genau zu diesem Wochenende hier sind. Und ja, jetzt verbringen wir heute Morgen noch da, wir gehen gleich Minigolf spielen und dann wissen selber noch nicht so ganz genau, wo der Tag heute enden wird. Wir haben so ein bisschen eine Idee, gucken wir mal. Genau, aber erstmal schauen wir hier rum. Wackel nicht so. Oh. Das kann nicht mehr lange dauern. Oh. Oh. Ah! Happy New Year! So, es ist Sonntag, der 16. Februar. Und nochmal ein kurzes Update, wo es gerade hier steht und was wir gerade machen. Wir sind gestern von Napier losgefahren. Unser nächstes großes Ziel ist eigentlich Wellington. Aber wir haben uns dagegen entschieden, direkt von Napier nach Wellington gestern zu fahren, weil es halt doch ein relativ langer Weg ist. Und haben einen Zwischenstopp bei Palmerston North eingelegt. Einfach weil es eine relativ große Stadt, eine etwas größere Stadt war, die auf dem Weg lag. War jetzt nicht der spannendste Ort, sage ich mal. Es war schon ein ganz nettes Örtchen. Wir waren auch bei so einem kleinen Stadtfest kurz zwischendurch mal und recht schön war, aber ja, der Ort hat jetzt nicht so viel gegeben, aber das war letztendlich auch einfach nur ein Zwischenstopp. Und ja, jetzt geht es heute weiter nach Wellington, die Capital City von New Zealand. Ist nicht die längste Strecke jetzt heute, deswegen wir werden auch relativ Zeit dort haben. Und wir sind jetzt auch damit eigentlich auch ziemlich weit, also eigentlich fast ganz südlich auf der Nordinsel. Man muss sagen, südlich auf der Nordinsel ist nicht so viel los. Es gibt schon relativ schöne Landschaften, wo wir jetzt durchgefahren sind die Tage, aber es ist, also teilweise fühlt sich schon so ein bisschen an, wie durch im Outback zu fahren, außer anstatt, dass man durch eine Wüste fährt, man eher durch Felder mit Kühen und Schafen halt durchfährt, aber es ist irgendwie kaum Zivilisation irgendwie hier vorhanden, deswegen haben wir jetzt nicht so viele Zwischenstopps gemacht. Das einzige Zwischenstopp, das wir gemacht haben, war gestern. Da waren wir beim längsten Ortsnamen der Welt. Da habe ich auch zwei Bilder gemacht. Ich habe auch eine Instagram-Story gemacht und die blende ich euch ein und dann seht ihr, wie lang dieser Name tatsächlich ist.
eine klassische neuseeländische Grundstadt. Man läuft 10 Minuten nach links und plötzlich ist man im Urwald. Mit einem relativ bekannten Herr der Ringe-Spot. So, einen guten Morgen an diesem, was haben wir, Montag, den 17. Februar ist schon. Schon eigentlich Halbzeit, soweit. Ja, wir verlassen heute Wellington. Wir haben jetzt gestern in der Stadt relativ viel Zeit verbracht. Mir hat es eigentlich relativ gut gefallen, generell. Fand es war eigentlich schon eine ganz schicke Stadt. Und ja, wir verlassen auch damit jetzt die Nordinsel. Wir sind jetzt hier drin, in der Fähre. Und werden auch hier gleich losfahren und dann sind wir dann heute Mittag zum ersten Mal auf der Südinsel in Picton. Wir haben jetzt eine 3,5-stündige Fahrt vor uns und ja, jetzt wird erstmal hier gefrühstückt, weil das Fährenessen ist hier tatsächlich bezahlbar, was ich nicht mitgerechnet hatte. Und ja, dann sind wir schon mal gespannt, wie es auf der Südinsel gleich wird. So Freunde, wir machen jetzt mal eine kleine Bootstour. Ja, ich habe gerade ein bisschen Zeit, deswegen 3,5 Stunden geht ja die Fähre. Es gibt insgesamt 2 Anbieter, die das machen. Einmal Blue Bridges und einmal Inter-Islander. Ich glaube, beide fahren so 4-mal pro Tag, irgendwie sowas. Und ja, wir sind jetzt mit Inter-Islander, einfach weil das einzige war, wo jetzt noch kurzfristig was frei ist. Und ja, ich bin ewig lang nicht mehr Fähre gefahren. Deswegen, ja, guck mal ein bisschen rum, was es hier zu bieten gibt. Ich habe es jetzt oben geschafft auf die Viewing Deck. Es ist ein bisschen frisch hier oben, weil ich habe gerade keinen Pulli an, kurz Hose, aber es geht schon mal kurz. So, dahin kamen wir jetzt her. Da hinten irgendwo ist Wellington, wo wir gerade herkamen. Jetzt frage ich mich, ob das schon die Südinsel ist, weil eigentlich haben wir noch ja, knapp unter 2 Stunden, aber ich glaube, das könnte sogar schon die Südinsel sein. Wir fahren nach Picton, ein relativ kleiner Ort, da ist halt der Hafen. Aber ja, bin ich gespannt, aber es ist ja, schöne Fahrt, also das ist ziemlich cool.